Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Stanley Parable Ultra Deluxe. Wir haben hier wieder das altbekannte Fenster mit der Uhrzeit, wo sie uns letztes Mal gesagt haben, können wir unsere Lieblingsuhrzeit einstellen. Habt ihr eine Lieblingsuhrzeit? Keine Zeit ist so schön wie die Gegenwart. Wir haben hier wieder PM. Ist gleich 8, ne? Grobmotorik. Mhm. Mhm. Ist gleich so. So, bestätigen. Es ist das Spiel, ne? 7:56 deine Lieblingsuhrzeit. Oder konntest du einfach nicht anders, um mir mal wieder die korrekte Uhrzeit zu geben? Ich weiß ja schließlich, wie gern du die korrekte Uhrzeit einstellst. Okay, jetzt interessiert mich, wie, präzise, 7:56 ist. Benutzen wir einen weiteren Regler, um es herauszufinden? Äh, ja, würde ich sagen. Weißt du, du sollst wissen, dass ich unbeachtet der, Präzision der Uhrzeit, großen Spaß am Anpassen dieser Einstellungen habe. Ich habe das Gefühl, mehr über dich, zu erfahren und darüber, wie du Einstellungen vornimmst. Es ist gut, Daten zu sammeln. Ich wünschte, wir hätten mehr Regler, aber wir sind alle Regler durchgegangen, die ich habe. Vielleicht kann ich ein paar neue Slider erfinden, um neue Daten über dich zu sammeln. Sollte nicht schwer sein. Ja, lass mich ein paar neue auftreiben. Sollte fertig sein, wenn du das nächste Mal das Spiel startest. Geil. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ist das Spiel wirklich so laut oder ist mein Regler hier? Oder bin ich nur so laut? Bin laut. Ähm, das Gefühl ist alles so laut immer. Ah ja. So. Ja. Das Spiel beginnen. This is the story of a man named Stanley. Stan Jetzt können wir überspringen, denke ich. Hi, Juland. Na? Das Spiel hat sich eben schon gefreut, dass ich die Uhrzeit wieder eingestellt habe. Und es meint, beim nächsten Mal hätte es wieder neue Regler für mich zum Einstellen. Ganz, ganz neu. Alles neu macht er neu. Ach, wir haben ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Gutes Mais. Stimmt. Ich gehe mit ohne. Ich will mal gucken, wie ich da diesen einen Trick da machen kann aus dem Chef-Office. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the Wir haben door on his heute auch left. keine Zeit. Wir müssen hier schnell durch. Schnell, schnell, schnell. Zügig, zügig, zügig. Die Yet Gürchen there haben wir was alle not a single gefunden. person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley So. decided to go up to his boss's office. Wir Coming to a haben es staircase, heute Stanley walked upstairs eilig. to his boss's office. Hm. Stepping in. Ha! In der Kürze liegt die Würze. Kommen wir auch nicht mehr rein. Das war's. Softlock. So. Kann mal Port. Huch. Kuckuck. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Weil ich kann ja sowieso nichts machen. Trali und tralala. Und dann machen wir dasselbe nochmal mit Eimor. Mit Eimor. Eimer ist Keimer. Er sagt auch nichts mehr zum...
Zum Broom Closet. Broom, broom. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. So, schauen wir mal. Müssen wir mal wieder zwischendurch mal atmen. Da ist der Eimer. Aber erstmal ohne Eimer. Da, guck mal. Das wäre 427. Oh, das war meine Telefonnummer an der Arbeit übrigens. 427. Das ist ja witzig. Äh, okay. Ich gehe jetzt weg. Okay. Escape Pod Ray. 432. Ach so, das sind, ja, okay. Hier auch noch? Hier kann ich nicht lang. 754. Ich habe das sowieso noch nicht 754. Escape Pod Bay. Aha. Tralali. Tralala. Ist auch ein Weg, den man nicht so einfach sieht, wo man sich so einfach drauf kommt. Ein ganz, ganz liebes Dankeschön an den guten, alten, besten, super tollsten unter den Mögis. Der gute alte Mögerich hat es wieder einmal geschafft, das Spiel zu überlisten. Er ist ein echter Gamer. Und ich bin ein Lamer. So. Das ist ein paar Stockwerke hoch. Aber das sind aber immer dieselben Zahlen, oder? 4, 3, 2. Haben wir das recycelt? Ja. Das ist immer derselbe Quatsch. Oder es gibt auf jedem Stockwerk genauso viele. Le Office. Mach dich nackig. Nein, lieber nicht. Das ist doch, it's a loophole. Glück, Glück, Glück. So, und eins noch hoch. Das sieht aus, fast wie bei Dings, ne? Hier, bei Dr. Langesco. Bisschen. Ui. Ha. Derselbe Quark. SKP. Und tun mir mal die Füße weh, steig ich schnell in mein SKP. Stimmt. Dunkel. Setze ich mich an meinen Tisch und merke dann viel zu spät, dass ich okay. Wenn ich mal muss, dann gehe ich in den Escape Pod. All of his co-workers were gone. Etwas What could it unbefriedigend, mean? das Ende. Stanley decided to go to the meeting room. The bucket made Stanley want to be a better man and a better co-worker. In time, perhaps, he would become both of those things. Stanley clutched the bucket tightly to his chest, and entered the door on his left. So.
Dasselbe nochmal mit Port. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Dasselbe Perhaps his boss's nochmal office mit was where Port. he'd... Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Muss ich denselben Quatsch nur nochmal schaffen? Stepping in... Ha! So. Gehen wir mit den Eimer nochmal weg, denn Eimer ist Keimer, Eimer ist Keimer. So. Hey. Hey. So, le Bouquet, le Bouquet. Da bin ich mal. So. Ich gehe mit dem Eimer weg. Ich gehe mit dem Eimer weg. Ich bin so keck, ich gehe mit dem Eimer weg. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ja. Das ist der Ich gehe mit dem Eimer weg Song. Da gehe ich mit dem Eimer weg. Oh. In case of stairs, go upstairs. So. Da sind wir auch bald oben, bis der Fahrstuhl mal kaputt ist bei den Spielen. Dass immer der Fahrstuhl kaputt sein muss in so Spielen. So. Haben das Richtige getan. Auf ein neues, ich habe mir das schon gedacht, ne, die Juland, die war wieder so All of his still. co-workers were gone. What could it mean? War wieder so Stanley still. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Fuck! Scheiße, der Eimer ist weg. Ah, der Eimer ist weg. Nein. Nein. Scheiße. Ich wollte auch noch was mit dem Eimer machen. Wo wollten wir jetzt hin? Nochmal, ich habe vergessen. Wir wollten durch die andere Stanley Tür gehen, came to a ne? set of two open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Aber was machen wir jetzt?
Stanley was so Ja, bad at wie following sonst? directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Was soll man sonst machen? Wir können nur Sachen ohne Eimer machen jetzt. Ähm. Das ist Ich finde immer noch schön, dass, man stirbt und dann aber auch 'ne, Strafe noch aufgebrummt bekommt. Wir wollten hier erst mal runter, ne? Oder? Wir wollten da rein. Richtig, Leute? Richtig? Ja, richtig. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Du I bist nicht realize der that investing in your Enemy. trust in someone else can be Enemy difficult, ist but the der fact is that the Enemy. story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Da, da, Someone da, you've da, forgotten da, about. dam. Please, stop. What? Really? I was Ja, in the middle of really. something. Do you have zero consideration for Yeah, others? zero Are you that consideration, convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show No you something Eimer nach beautiful. diesem Look, Punkt. let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Was haben wir letztes Mal gemacht? Waren wir rot oder bleu? Ich hab vergessen. Wir waren rot, ne? Wir haben das gemacht, was er gesagt hat und dann Le Bleu müsste man noch, oder? Müsste man sein, ne? Bleu, 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 Aha, bleu. perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Bleu. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Red. Bleu. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Ja, Do you ja, not gut. think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Das ist das mit dem Baby und sowas. Ich kann mich da gar nicht mehr so, an die Tür an sich kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Was ist gut, was ist schlecht und was ist so lala? A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and That's artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ja. Oh. Ja, aber Moment. Okay. Okay. Es ist Ja, es ist auch, bin ich zufrieden mit. Ja, auch überhaupt äh, genau, sind 31 Kommentare per Player, skip the intro sequence, only the worst.
3% of players choose the blue door. Ach, ja, okay. Dead Red offline. Schade. Ich glaube, er ist etwas ungehalten. Wegen dem einen Pünktchen. Ich glaube, er ist etwas ungehalten. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Boot. In this game, the baby crawls left towards danger. That's not You Pflanze. click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Der könnte etwas anstrengend werden heute, der Stream übrigens. Ja. Responsibility. Das sind übrigens auch die Geräusche, die ich mache, wenn ich das 4 Stunden gespielt habe. Also ich meine nicht das Heulen, ich meine das Geräusch von dem Knopf. Ein etwas anstrengendes Spiel. Ich meine, ist jetzt nicht so challenging oder sowas. Aber da ist eine Pflanze in der Ecke. Da nicht. Da ist eine Pflanze. Da nicht. Da ist eine Pflanze. Da ist keine. Eine. Keine. Eine. Keine. Es war einmal ein Kind, das brannte fast geschwind. Ja. Ja. Ich hab's mir auch nicht ausgesucht. Meine Freizeit wollte ich auch besser verbringen. Moment mal, ich kann Kinder überhaupt nicht leiden. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Ersteres. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Ja, aber Let's see. There is no game. Das wollte auch schon nicht mit mir spielen. Und bei Dr. Langesco war gerade jemand anders dran. Seems like it'll work. Let's give it a shot. Nö. Na nö. Hä? Ah, fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Cool. Ja. Sicher den falschen Weg gelaufen. Sicher den falschen Weg gelaufen. Fenster auf Kipp. Eine sehr deutsche Einstellung. Ja, cool.
Kenne ich gar nicht. Hallo. Eschu! Na, Oh no. No, 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 it can't be. was denn? So schön hier. It is. It's an open world Oh, game. geil. Good God, quickly, block it off. Was? Thank goodness, Stanley, what a close call. You really wandered off into that thing. That big, open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. Ja. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find Nein, another nein, nein, game. da geht's Preferably durch. something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Nein! Hör auf zu summen. Okay, I think this will be just the thing. Hm. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Hä? Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this Ist das is Rocket League? game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. It's Rocket League. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a verarschen? ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Nee. Nee. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Halt, Is it Moment. better than my miserable Ich little bin story da that so I nicht worked so gut. so hard on? Moment. Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, Lauf then doch nicht surely weg! multiple Nein, ich will balls ein Tor makes for an schießen. even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes! Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm Ja, Moment. insatiable. Moment. More balls! Ja! Kann ich da rein? Hold on. What are you doing? Da wollte ich nicht. Hilfe! Hilfe! Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. We still have so much. Das wollte ich nicht. War so euphorisch. Jetzt sind wir irgendwo bei Portal 2 im Hintergrund. Ah. Eigentlich habe ich nie eine Taschenlampe oder sowas. Ich wollte da noch nicht weg. Huch. Hallo? Das sieht aus wie eine alte Version von dem. Äh. Wo sind wir jetzt? Ist das so 'ne alte Version von dem Spiel quasi oder, wo sind oh, guck mal, ne? Hoch. Aber moderne Computer, also oder zumindest modernere Sachen auf dem Bildschirm als so. Da ist ein Licht noch an. Hallo. Kuckuck. 427. Hi. Wieso ist das so modern?
Mhm. Was zum Videos editieren oder sowas? Okay. Alles anfassen. Hm, schön. Bist mal 'n bisschen heruntergekommen oder so, aber huch! I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Hallo? Okay. Eimer? All of his co-workers were gone. What could it mean? Eimer. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Eimer. Wo wollen wir lang? Spielt der da Solitär? Der spielt da Solitär. Ich kannte die Ecke, glaube ich, gar nicht hier. Das mit dem Baby kannte ich aber irgendwie das hier gar nicht gerade. Mit einmal. Okay. mit Eimer. And try not to lose this one too, you dolt. Entschuldigung. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Rechts rum. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How in snow? Never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Peekaboo. Tschüss. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. Jawoll! You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? Yeah! Make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Die Adventure Line! Die Adventure Line! Wie gut! Ich will auch nirgendwo anders hin, ich will diese Linie lang. Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Ja!
Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, Ich will it's die as Musik classic wieder now as it was haben. back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Ich will die Musik wieder haben. Ah, das hat mich jetzt hart getroffen, dass die Musik weg ist. Scheiße. Ah. Huch, da ist ein Schwimmbad an der Decke. Cool. Ja, für alle, die jetzt gerade einschalten, ich spiele gerade Portal 3. Ähm, ja. So, ich will die Musik wieder haben. Aber die Adventure-Linie. Ach du Scheiße, was ist das denn? Die Adventure-Linie. Schön. Nein, ist kein Fehler aufgetreten, das stimmt nicht. Das ist alles richtig so. Äh. 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 Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. Was? That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... The Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Tschüss. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a Wollen memo. wir jetzt mal mit Bucket reinschmeißen? Aber warum habe ich hier?
Not everyone is so lucky to have a bucket, but Stanley is a very lucky fellow. Very lucky indeed. Very lucky indeed. So, jetzt laufen wir dann. Habe ich was verpasst? Bilde ich mir gerade was ein, oder? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ich bin verwirrt. Ich bin hochgradig verwirrt. Ja. Der will immer noch den Eimer, bin ich ziemlich sicher, ja. Den kriegt er nicht. Ja, wo lang denn? Wo gehen wir jetzt lang, liebe Leute? Ich weiß nicht. Rechts? This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Okay. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting Bin room? sehr irritiert. Yes, Stanley. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Sollen wir nochmal runtergehen trotzdem? Ich bin hochgradig verwirrt. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Das mit dem Weg, das verwirrt mich jetzt tatsächlich sehr. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. We care about Stanley. Finde ich auch schön. Ach, guck mal, ein Bild von dem Raum mit den vielen Dingen. Ja, mit die zwei Türen, ne? Und der einsame Tisch in dem Raum und ein Feuerchen. Ups, Baby mit auch irgendwie besser aufgelöst, als es sein sollte. Und unsere Waifu. Unsere Waifu. Hochfahren kann man nicht mehr. Kommt, die wurde angeliefert, da aus einem Container. Raw Assets. Okay. Aber ich mag ja die Linie, die mag ich ja doch zu sehr irgendwie. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Das war eigentlich alles wert. Hier ist der Truck, der auch nochmal so einen.
Was? Ich habe mir das Spiel nur mit der Musik geholt. Ich bin wieder da. Hier ist die Plattform übrigens. The only map. Ach, da sind die ganzen Sachen. Das ist schön. Ach ja. Das war so ein Lieblingslied. Da hört es gleich auf. Ich will das nicht. Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Mir fehlt was. Mir fehlt was! Da ist ein Schwimmbad an der Decke. Ohne die Musik wirkt alles so trist und leer. Ob es noch mehr Content gibt, wenn wir ihm den einmal... Mal gucken, wir geben ihm jetzt mal... Wir schmeißen den einmal jetzt mal da rein. Hauptsache, ich kriege die Musik wieder. Ich hätte lieber die Musik als den Eimer. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Nee, das ist alles voll mit Zeug. Das ist alles voll mit Zeug, da komme ich nicht durch. Say goodbye to the bucket and then pop it into the machine when you're ready. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this.
will den da, ich will den da. Bucket Destroyer is getting very Ist nicht upset now. You'll have vorgesehen, to dass da hurry was and zu feed it. tun. Ich We will can't da. get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket versuch's Destroyer doch. until you crush that damn bucket. Quickly Ich now. versuch's, The er zieht fans immer are wieder waiting. weg. Do Guck it mal, for das ist die fans, einzige Sache. Stanley. Give the Nein. fans what they want. Hurry and Aber dafür habe ich die Musik noch mal ein bisschen gehört. Das war es Bucket mir schon mal wert. Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Minion. Schön. Hm. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. Okay. Ja, Stanley came to a Nein! set of two open doors. He entered the door on his left. Ich weiß nicht mehr, was ich machen will. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Waren wir jetzt ohne den, waren wir denn ohne den Bucket schon unten? Glaub nicht, oder? War das eigentlich wieder das Office jetzt, oder? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time, but eager to get back Ich to hab mich ein business, bisschen in dem Lied Stanley verloren. took the first open Verzeihung. door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ich hab mich ein bisschen in der Musik verloren. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Sicher? Ich hab mir das nicht schon gemacht. Oh, no, it's to the right, my mistake. Also bekannt. No, not the right. Why would I have ever Nicht said it was bekannt to the genug, right? dass er mich nicht What reinlegen was I kann. thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Papier rascheln. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Sicher. Dum. No. der This Spoilerraum. isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Tschüss. All of his co-workers were gone. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ihr habt das Spiel resettet? When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Und du? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we just restart the game again? Oh mein Gott. Der Wigan, der Schlingel. Kommt er einfach angeschlingelt. Auf seinem Drachen wahrscheinlich. Na? Huch? Das Spiel erschreckt mich. Hallo, Wigan. Und an alle Raider. Schön, dass ihr vorbeikommt. Na, wie geht's euch denn? Gab Spyro, ne? Der Wigan, der ist ja so ein kleiner Wickrachendrachen. Bestimmt. Kennt den doch. Also, ne, vom Hören sagen. Ich sag Nathalie 23. Hey, hey. Drachenzähmer, ja. Leicht gemacht mit Wigan. Und, wie läuft's? Remastered? Es ist eine Remastered-Version, ne? Nicht die Original-Version, oder? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wir gehen hier nur... Ja, schön. Ihr macht was mit Drachen. Das ich will Spyro auch noch spielen. Ich hab die Originalteile nie gespielt. Ich hab die auf der PlayStation nie gespielt. Ich hab sie aber mir schon geholt. Ich will sie nochmal nachholen irgendwann. Wenn ich mal aus diesem Büroraum durchkomme. Ja, ihr spielt schöne Fantasy-Sachen mit Drachen und ich laufe durch ein Büro übrigens. Ne, da sieht man wieder, wo die Prioritäten sind. Jeder tut was er kann. Ich hatte hier einen Eimer hingestellt, der ist aber weg. Ja, schön. Dann gehen wir mal weiter. Tralali und tralala. Hier passieren andauernd sehr seltsame Dinge in dem Spiel. Waren hier nicht eben 2 Türen? Hallo? Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Okay, gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück. Um was geht's da? Wir sind Stanley und alle Mitarbeiter sind in dem Büro, in dem wir arbeiten, verschwunden. Und wir haben einen Geschichtenerzähler, der uns eigentlich sagt, was wir tun sollen, aber manchmal tun wir das nicht. Und dann, wenn wir ihn zu sehr ärgern, resettet er einfach das Spiel und dann geht's wieder von vorne los. Strom sparen ist wichtig. So, hier, guck mal, alles mit dem grünen Daumen. So. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Hier waren wir. Das war doch nicht der Weg, den wir gekommen sind. Wer hat das Spiel neu gestaltet? Waren wir vorhin? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Willst du mich verarschen?
Wer will mich doch veräppeln? Hier war ich nicht. Huch! Was ist das denn? Sieht aus wie bei Viganellis unterm Sofa. Was soll das denn? Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think Weiß so. ich nicht, glaube ich I nicht. can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so Dankeschön. good job. Dankeschön. Ich weiß das sehr zu schätzen. No, I don't feel right about this at all. Wie We nicht? both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win Wo kommen wir fair denn and jetzt her? square, and this was not one of those situations. Okay? Hilfe. I'm getting weirded out by whatever this place is. Ja, I don't ich care auch. What might happen this time? I have to restart. Was? All Hallo, right, mein I've got a Freund. solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ja, ach, da hätte ich ja gerne noch, da hätte ich ja gerne noch ein bisschen Musik zu, muss ich ja gestehen. Ja, geh mal die Linie nach. Sollen der Linie folgen. Wir sollen der Linie folgen, ganz einfach. Ne? Wir sind wie Beamte, einfach das tun, was da steht, egal warum. So, lalala. Mal aufräumen. Was soll das denn See, schon wieder? the line knows where the story is. Okay. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Ja. Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being will nie via wieder the zurück. very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Soll ich da denn We lang? can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence. Du Schlingel. right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. Vegan, ne? Alles That's gotta be Gute und weird back there. hier, ne? Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Dran. New Reviews. Wait, cut the music, go back and look at that fern. Wait, what? We're back at the office? No. Was für ein Fahren? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of the... Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything.
Mhm. 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 Alles gemerkt? Gut. Ich will die Musik wieder haben übrigens. Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after Wie we in der trusted Matrix you, hier. after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Ey. Die andere Linie. You know what, Stanley? I say forget the adventure Wo? line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Wieder Something rein. exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Da. Geh mal da lang. Sag ich nicht nein. Now, yes, this is exciting. Just me Yeah. and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you Da. want our story to be? Go wild. Use your imagination. Moment mal. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for Hey, it. hey, hey, wo ist der Weg? Willst du mich verarschen? Geht hier doch im Kreis. Und das andere ist alles weg. Hallo. Wo? Ich bin. Ich weiß nicht, was ich bin, aber das bin ich auf jeden Fall richtig. Oh, no, not you again. Hallo. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ich bin richtig bescheuert vielleicht, ja. Da gehe ich aber nicht lang. Gehe ich die Wände hoch. Wird mir schwindelig. Da ist sie wieder weg. Tschüss. Naja, gucken wir uns mal hier weiter. Wieder ein blauer Raum. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? Ich gehe mal andersrum, wird mir schwindelig. Yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Okay. Nur mal gucken. Nee, hier nicht. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Ich Well, sterbe. what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? Ich weiß nicht. Whatever it is that made this schedule?
How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, Ich hoffe nicht. okay. Geh ich wieder zurück? I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite Ja. sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Gott, oh Gott. Immer wieder da. Ah, jetzt How mal wieder. wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. Ja, ja. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. Stimmt, stimmt. Ah, ja, jetzt haben wir wieder hier die Luftballone hängen. Hat irgendwer schon wieder einen Schlingel Computer angemacht. Alles Strom. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Oder wo waren wir schon? Und die wichtige Frage ist, da waren wir mit unserem Bucket, Companion, Bucket, Zeug, Dingsbumsi. Da. Ansonsten kann mich nämlich nicht mehr erinnern, dass wir irgendwo nicht mehr... It takes a lot of humility to carry a bucket so magnificent. Stanley checked his ego and then proceeded onward. Genau. Ich wüsste nämlich jetzt nicht mehr... Den neuen Content kriegen wir nicht mehr. Ich glaube auch, wir haben alles gemacht. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Also, ich vermute, ne? Ja. Sag doch mal jemand nochmal, wo soll man denn nochmal lang gehen? Nur mal so zum Gucken, falls jemand eine Vermutung hat, wo wir noch nicht waren. Okay. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Was? Ich dachte, der Erzähler verarscht mich hier schon. Jetzt werde ich ja auch vom Chat noch verarscht, Truly, oder was? being here with the bucket was a grand adventure. Stanley bleiben reflected für on immer. all they'd been through together. First, walking through the door on the right. Then walking to the lounge. Then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Ja, schön. Ich freue mich, Perhaps dass... this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. Ich freue mich, dass sich meine Chat-Teilnehmer hier so ins Zeug legen. Was denn? Stanley decided to just give the bucket absolutely as much time as it needed to be in the lounge. Ja, mal Clearly, schauen. the bucket and the employee lounge shared a special connection. Ja, und ihr so? Wie war euer Tag denn so? Habt ihr auch einen Eimer dabei gehabt? Warte mal, wo ist mein Eimer? Mein Eimer! Ja, nix. Doch. So höre ich wieder was. Beides.
Ab, da passiert nichts mehr. Ich glaube, da passiert nichts mehr. But finally, the bucket was done being in the lounge, Das kann ich and they nicht took the cheesen. first open door on their left to get back to business. Das kann ich nicht cheesen. Da haben wir auch alles gemacht, ne? Da hinten. Da hinten haben wir alles mit dem Eimer gemacht, was wir hätten machen können. Ich muss den Eimer abnehmen. Au, au, au. So. Eimerchen bleibt erstmal da. Eimer bleibt nicht da, weil wenn ich den halte, kann ich nicht spielen. Er bleibt in Brechreichweite. So. Ja. Da waren wir ja schon. Da haben wir alles gemacht, oder? Da hinten haben wir alles gemacht. Bin ich ziemlich sicher. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Wir haben ja noch ein Ending gesehen, als wir das Clipping-Video gucken wollten. Ja. Aber wie? Hm. Da unten. Da unten ist die Linie. Ja, guck ruhig mal ins Wiki. Ah. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. Ah. How deeply touching. Ein Ende Wait, haben wir noch Stanley nicht. thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Dann gehe ich wieder zurück. 427, 427. No, the orders were still missing. For now. Hm. Wo? Wenn ich jetzt den... Okay, warte. Hat jemand noch die Telefone hier? Hat die jemand noch früher gehabt hier? Die Wählscheibe? Ich habe hier einen zweiten Input. Ich hatte noch nie einen zweiten Input auf dem PC.
Ja, da hatte ich Input gemacht. Und jetzt beim nächsten Durchgang ist 423. Da habe ich schon gerade im geputtet. Das hatte ich bisher noch nicht. Guck mal. Und nur? Wenn wir jetzt sterben oder sowas oder nochmal durchmachen, passiert dann wieder was? Das würde mich mal sehr stark interessieren. Vielleicht sind das die 4 Computer, die hier sind, dass die dann was machen. Weil es sind auch... Ne, 5. 5 sind's. 5 mal Input. Vielleicht hat Stanleys Rechner zum Schluss oder sowas, ich weiß es nicht. Aber sieht auch nach einem Weg aus, den man noch nicht gegangen ist, auf jeden Fall. Schlingel. Dann hüpf ich nochmal da runter, ne? Jo, ich hüpf nochmal den da runter mit dem Eimer. Stanley cradled the bucket in a gentle embrace, protective yet delicate, assertive yet compassionate. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting Da room. bin ich mal But gespannt. Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was no, never mind. There's a The bucket hole was in wrong. the bucket. Stanley took the door on his left to go back Nein, to nein, the nein, meeting ich room. mach hier, No, Said the bucket. hier don't mal go den to the rechts meeting Bild. room. Go somewhere else. The But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So What's he that? threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Nichts zum Inputten. Meine Tür ist zu. Stanley's bucket, the only co-worker he would ever truly need. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here War it nichts zum was. Had the Inputten, bucket turned out to be correct? Was this better than the... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meet. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Ja, sag ruhig. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Mein Lieblingsraum, nochmal reingucken. Ach, schön. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. So. Dankeschön.
Welches Ende soll man, was soll man denn jetzt machen? Soll man noch mal hier den so ein bisschen cheesen? Damit geht wahrscheinlich am schnellsten, ne? Ähm, mit dem wieder rausgehen. Stepping in. Es ist Können wir jetzt eigentlich ganz nach unten auch gehen? Ne, ist alles geloftzockt, gesoftblockt. Mhm. La 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 la. La 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 la. So. Und einmal ganz, ganz zurück zum Stanley Office. Oh, Rückweg darf ich mich nicht zwischen zwei Türen entscheiden, ist gemein. Hauptsache, wir können ihn wieder abstellen. Nö. So, jetzt auf einmal die Tür auf. So, und weiter geht's. Ach, das ist The Strange Case of the Stairs. Ja, die sind wir heute schon dreimal gelaufen. Schön. Schön, 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 schön. Ach, alles so schön rot und dann wieder so schöne Weißtöne. Nächster Input 4, 3, 4. Danke sehr. Wir gehen erstmal den Eimer retten. Wir retten den Eimer so gern. Eimer so gern. Ja, den Eimer so gern. Ja, wir retten den Eimer so gern. Weil der Eimer, den habe ich gern. There's a window on the left side of the first. Das klingt seltsam, aber okay. Tralali und SKP. So, und sagen nochmal Tschüss zum Eimerchen. Ohr juckt. Ohr juckt. Ach ja, so schöne Erinnerungen mit dem Eimer. Es ist eine so schöne Zeit gehabt. Tschüss. Ja. So, nächster Input 4, 3, 4. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Ja. Just a matter of time. Input received. Ja. Okay.
At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Cheers. Schön. Weißer Raum mit bisschen Text drin. Habt ihr den Witz satt? Ich glaube, wir haben den Witz satt, oder? Wir haben bestimmt den Witz. Ich will immer was zu trinken einschenken. Joa gibt's nicht. Gibt nur Ja. Joa gibt's nicht. Dann mache ich mal Joa. Nein. Ich kann nicht. Ja. Das war's. Ich glaube, das Spiel will von mir, dass ich neu starte. Ich glaube, das Spiel will von mir, dass ich neu starte. Okay. Nein, ich will nicht das Spiel erneut beginnen. Zurück zum Menü. Und nein, jetzt alles weg, oder? Mit den Inputs oder sowas. This is the story of... Nein. Nein, ist es nicht. Huch!
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, geht das wieder an alles? Ja, es geht wieder an. Ich dachte, endlos Knöpfe zu drücken, je nachdem, wie man will. Ja, schöne Geräusche. Ja, und nur? Äh. Guck mal, da bewegt sich jetzt nur jede zweite Reihe. Ist Illusion. Ja, ich meine, Himmel, schön und gut. Ne? Du, da oben. Da habe ich mir aber anders vorgestellt. Wie ich vielleicht doch nicht so früh ins Gras beißen, glaube ich, wenn ich sowas sehe. Ja, das ist Spinner. This is the Ja, ja. Nein, 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 nicht nochmal. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Okay. Nee, das Babyspiel spielen wir nicht 4 Stunden. Hab ich keinen Bock drauf. Stopp. Ich mach gar nichts. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Eimer. Mit Eimer oder ohne Eimer? Erstmal Eimer ohne. Mit Eimer? Ich will mit Eimer dann.
Is Stanley, without the bucket, really Stanley at all? No. No, surely not. Mode. Welcome to the whiteboard ending. Nö. Das ist ja. Wo gehen wir jetzt lang? Kann man alle Türen aufmachen? Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing responded to the bucket's touch, but it did little to discourage Stanley's belief in the magic of the bucket. Das sind das Whiteboard-Ending. Das finde ich super. Dog-Mode. Was auch immer das Dog-Mode heißt. Aber ich finde es witzig. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Okay, gehen wir mal zum Chefchen Still hoch. no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find out. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Den Überwachungsraum. Also, nachdem ich hier den Zahlencode eingegeben habe, da an der Wand, meinst du? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Aua. Wann das? Alt hier so schön. Wo bin ich jetzt? Hallo? Hallo? Da gibt's noch was zum Langlaufen, aber noch nicht. Mit dem Fahrstuhl runter? Der geht ja nirgendwo anders hin. Geht ja nirgendwo anders hin. Wow. Der Dog-Mode. Mach einfach weiter. Ja, mach ja schon.
The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Ja, das Aufzug-Ending fand ich auch super. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room. Ach, du meinst with ganz unten television da? screens. Ja. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Halt schön. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Nicht rein. Okay, ich tue gar nichts. Das kann ich gut. Das kann ich gut. Dann danke Viganelli nochmal für den Raid. Super schöne Geste, freue mich immer sehr. Freue mich auch einfach wieder was von dir gehört zu haben. Ist immer so toll, wenn du mal da bist. Ich hoffe, es geht dir gut, alle sind gesund und ja, wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende, ne? Pass gut auf dich auf, bleib gesund und ich drücke dir ganz fest die Daumen, ne? Mach's gut. Danke nochmal. Ja. Meinst du?
Können wir jetzt mit dem Fahrstuhl fahren? No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except Ich for the denke immer, man fährt runter an der Stelle. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Gab's nicht hier auch noch irgend so ein Dings, dass du irgendwelche Sachen drücken musst? Hier Panik, 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 alles geht kaputt? Der 5-Knopf. Da oben ist noch... Das haben wir da auch noch nicht gedrückt, hier oben. Hier, da oben. Warte mal. Ein 3. Hey. Fünf. Oben ist noch ein Knopf, aber...
Hm. Wo ist der denn? Hallo? Gibt's hier, ist das ist das die Punchline? Ist das die Punchline, dass es keine 4 gibt? There is no 4. Hm. Hm. Hat hier jemand eine 4 gesehen? Sicher, da oben ist er auch noch. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when Nein. suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. The control buttons became active again. Ja, das Vogelende hatten wir schon mal. Aber gab es nicht auch noch irgendwas mit einer Selbstzerstörungsmechanismus oder irgendwie fliegt was in die Luft und dann musst du da hinten die Knöpfe drücken oder irgendwie sowas? Bin ja irritiert. Ich erinnere mich da so dunkel an irgendwas, aber vielleicht verwechsel ich da auch gerade einfach was. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, Ja, die Vögel this hatten wir auch one ganz am was Anfang schon surely the ziemlich gehabt. best. And Stanley was happy. Okay. Ja, schön. Dann haben wir All his alle. co-workers were gone. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. A memo. He simply missed a memo. Ach ja. So. Ja, wir haben viel allein gefunden, das stimmt. Aber dann ist das auch heute erstmal das No matter letzte. how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ja, dann machen wir haben auch alle neuen Sachen gefunden mit dem Bucket und so weiter. Die alten Sachen kennen ja dann noch von früher oder viele Sachen davon, von den alten haben wir ja jetzt auch nochmal gemacht. Und manchmal brauchst du nur ein paar alte Socken, damit du dich wieder wohlfühlst. Was? Wie komme ich jetzt da drauf? Bin etwas irritiert. Wo komme ich? Ah! Siox, hi! Na? Was machst du denn hier, du Schlingel? Schlingelt er sich hier einfach rein? Und käst hier so rum? Na? Bin mir nochmal mit einmal aus dem Fenster. Ich guck mal. Wir probieren das mal. So. Na, Siox, wie geht's dir denn? Ja, alte Socke, das sagt man ja mal so, He felt a ne? connection to all buckets everywhere. This adventure, he decided, was for all of them. So. Ja, wir tun Dinge gerade. Ich komme nicht mit dem Eimer, komme ich nicht mehr. Bin zu schwer für mit dem Eimer. Nein, bin ich gar nicht. Hui. Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! To this, the bucket furrowed its brow. No, Said the bucket. not since the evil wizard Gambhorata first ensnared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No! Stanley screamed even louder this time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it.
Le Bouquet. Ah, mhm. Mhm. Cool. Ich habe keinen Bot, nö. Ich habe keinen Bot, freue mich aber gerade wieder, was bekommen zu haben. Ein Le Klippe. Le Clippé. Oh, oh. Großer im Eimer. Wenn du bei den Clips mal guckst, Seahawks, es gibt noch ein oder zwei andere Eimer. Kannst du gerne mal, kannst du mal den Eimer, genau, Sicherheitseimer. Dankeschön. mm. Genug, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dass da immer irgendwie ein Fehler steht, das verstehe ich nicht, weil bei mir wird immer alles angezeigt, überall. Low 15, oh nein, es gibt so, ist der Eimer-Kanal. Ich habe vergessen, wie viele Eimer-Clips schon gibt. Oh nein. Ich bin der Kerl mit dem Eimer. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite ja schon an einer Bob Ross Version. Die muss auch noch mal kommen. Ein Bob Goss quasi. Der muss auch noch mal kommen. Ja, wir sind mit Stanley Parabel, glaube ich, soweit. Eimertechnisch und uneimertechnisch sind wir durch. Wir können höchstens nur Sachen machen, die wir schon mal gemacht haben. Und quasi als Dreingabe hatten wir ja sogar zweimal sogar, mehrmals schon die Linie heute, ne? Die Adventure Line. Sogar. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. War ein schöner Stream heute wieder. Schöne Sendung. Und ich würde sagen, morgen, meine Lieben, ist Freitag der 13. Da ist kein Stream. Da mache ich andere Dinge. Und ja, mal schauen, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht Sonntag. Vielleicht sehen wir uns Sonntag wieder. Mit neuen Indie-Spielen. Mit neuen Indie-Spielen. Mit sehr seltsamen Indie-Spielen wahrscheinlich. Und ich freue mich sehr. Hauptsache, das Spiel ist seltsam, wie das hier. Dann bin ich schon glücklich. Der Eimer braucht, oh Gott, der Eimer braucht ein Smiley. Smiley Cyrus. So. Ja, seltsame Spiele, genau. Ja, nee, dann ist der Stream aber für heute tatsächlich schon ein... Ich brauche große Wackelaugen. Wo kann man große Wackelaugen bestellen? Große. Wie gut. Property of Stanley. So, ja. Dann würde ich sagen... Amazon, ich guck gleich. Wir gehen zurück zum Menü. Finde immer nur witzig, dass... Ich brauche die Wackelaugen. Apropos, ich will gerade noch mal zurück zum Desktop.
eine Sache austesten, weil das Spiel hat behauptet, wenn ich's beim nächsten Mal starte, würde es was machen. Lass mich noch mal schauen. Wenn ihr den Stream unterstützen wollt, schickt mir bitte große Wackelaugen zum Aufkleben. Ähm. Äh. Ich sehe immer gerne ich sehe immer gerne 'n bisschen mehr und außerdem im Stream, ist es sowieso dann immer so dunkel, über die Komprimierung. Was ist das denn? Bitte stell den Regler so an, dass der Hund und die Katze Freunde werden. Tiet, 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 tiet. Oh, guck mal. Oh. Und, danke, Ju. Das darfst du mir per Discord schreiben. Aber guck doch mal da, Ju. Sie sagte gerade, die ist gerade auf Amazon und dann ist der Regler, der sie gerade wahrscheinlich am meisten interessiert im ganzen Spiel, für die Ju ist quasi das hier das Spiel. Äh. Oh, guck mal da. Oh, süß. Fremde oder Freunde. Oh, Fremde oder Freunde, wie wird alles sein? Ach, schön. Bisschen so in Schlagerstimmung bin ich ja richtig. Bestätigen. Hast du den Regler so an, dass die Nummer 5 zur Nummer 9 wird? Zu welcher Nummer 9? Zu so einer? Zu so einer? Oder zu der hier? Was wollen wir denn nehmen? Ich bin hier für nein. Also für 8. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Bitte passe den Regler, so an, bis du aufhörst, de Welcher dieser beiden ausgedachten Wörter findest du am ansprechendsten? Okuboi bläh. Okubuinkal oder Skrumtusch? Skrumtusch finde ich gut. Tusch. Krumtsch. Ist die Uhrzeit, die es gerade ist, die korrekte Uhrzeit? Ist die Uhrzeit, die es gerade ist, die korrekte Uhrzeit? Ja. Was ist Uhrzeit überhaupt? Nein. Gibt es etwas über dich, was du mir noch nicht erzählt? Ja, ja. Hilfe. Ja, bitte? Willst du zurückkommen, um mich zu besuchen? Gerne, gerne, gerne. Okay.
Ich muss es noch mal, ich muss es noch mal anmachen. Ich muss es noch mal machen. Ich will wissen, ob da jetzt noch was passiert. Wie wird das wirklich, weiß das wirklich jemand? Natürlich nicht, niemand weiß irgendwas. Wir beide kennen uns nicht mal. Wir sind, Fremde füreinander. Klar, ich habe alle Spieleinstellungen genau nach deinen Vorgaben angepasst, aber wer hat das nicht? Das mache ich halt, so wie meinen Job. Und jetzt ist dieser Job vorbei. Es gibt für mich keine weiteren Informationen zum Sammeln. Ich habe alle Daten über dich gesammelt, die ich sammeln kann. Hallo Facebook. Und ich kenne dich immer noch nicht richtig. Und du mich auch nicht. Und keiner von uns weiß, wie spät es ist. Manche Einstellungen sind wohl einfach uneinstellbar. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat die Uhrzeit sowieso keine Funktion im Spiel. Beim nächsten Start wirst du mich hier nicht mehr antreffen, aber das ist okay. Videospiele soll man schließlich allein spielen. Und du bist gern allein, oder? Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich über dich gelernt habe. Er hat recht, er hat recht. Nun ist es Zeit für mich zu gehen. Schade. Eine Einstellung müssen wir noch anpassen, aber darauf muss ich mich kurz vorbereiten. Das steht nicht wirklich in meiner Stellenbeschreibung, aber das ist okay. Vielleicht siehst du mich wieder, falls du mich findest. Bis bald. Leute! Epilog! Epilog! Es gibt einen Epilog! äh. Was ist jetzt los? Ich dachte, ich wollte aufhören, das Spiel zu spielen. Ich wollte aufhören, das Spiel zu spielen. Was ist jetzt los? Viele, viele Jahre später. Hallo? Eine wüste Gegend. Wer war da denn? Was ist denn jetzt los? Schön. Ah, ja, schön. Huch! Das Museum der Erinnerung.
Ja, alles in Loving Memory, Stanley Parable 2. Oh. Die You, ne? Wir haben alles. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber gute Frage. Rezension des Stanley Parable. Cookie nein! Cookie Neins Blog! Wie vielen anderen hat mir das Original Stanley Parable viel Spaß gemacht? Was unterstreicht, wie sehr mich die Fortsetzung enttäuscht, wo das erste Spiel vor Originalität nur so strotzt. Ja, stand nirgends. Ist Stanley Parable 2 öde, uninspiriert und eine Beleidigung für alle Fans. Anstatt das auszubauen, was das erste Spiel unterhaltsam gemacht hat, schwenkt die Fortsetzung in Bereiche ab, nach denen keiner gefragt hat. Ein unendlich tiefes Loch? Wen juckt's? Wo sind die neuen Enden? Was ist mit den unterhaltsamen Features von Stanley Parable 1, wie die Abenteuerlinie? Stattdessen bekommen wir eine uninspirierte Nebenaufgabe, Figuren sammeln. Selbst wenn dieser Zeitvertreib für mich unvollständig, selbst dieser Zeitvertreib fühlt sich für mich unvollständig an. Wenn man alle Figuren sammelt, bekommt man gar nichts. Und wann ist denn der? 2027. Sorry, Snarf 3? Nee, Five Nights at Cookie Corner. We need to talk about sequels. Go Go Guy on Cat Dog Born! Ah, Cat Dog. Cat Dog. Allein auf der Welt ist der kleine Cat Dog. Wer kennt es nicht? Jim. Der Jim-Knopf! Guck mal! Seahawks! Der Jim-Knopf! Guck mal! Jim. 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 Kennst du Jim-Knopf? Das ist er! Jim. Ähm. Stanley Parable-Entwickler. Keine weiteren Spin-offs, keine weiteren Fortsetzungen. Als Stanley Parable 2000. Ich muss mal was trinken. So. Eine Insel. Was? Als The Stanley Parable 2013 mit großem Erfolg auf den Markt kam, planten die Macher ein ganzes Franchise daraus zu machen. Aber wie in der heutigen Pressemitteilung erläutert wurde, haben die katastrophalen Verkäufe und schlechten Kritiken von Stanley Parable 2 die Entwickler dazu veranlasst, ihre Ambitionen neu zu überdenken. Es ist offensichtlich, dass die Fans nicht noch mehr von Stanley Parable wollen, heißt es in der Pressemitteilung. Wir dachten, dass unsere Vision der Serie bei dem Spieler Begeisterung auslösen würde, doch es hat sich herausgestellt, dass das bei weitem nicht der Fall ist. Weiterhin wird in der Pressemitteilung das Versprechen gegeben, die künstlerische Integrität des Originals zu wahren und die Fans nicht weiter mit unseren waghalsigen und beleidigenden kreativen Visionen zu belästigen. Das Wort Entschuldigung taucht in der Pressemitteilung über 25 Mal auf. Real Web, ja, glaube ich. Oh, jetzt ich mich hier noch raus. Ah. Jim.
Stanley. Das rührt mich ja richtig. Das rührt mich richtig. Jim, Stanley. Oh. Da muss ja schon fast. Jim. Das rührt mich schon fast zu Tränen. Das ist ja schön. Jim. Vor allem, dass der eine Knopf, ne? Stanley. Hogwarts. Ja, ich bin sehr froh gerade. Huch. Hallo nochmal. Schön, dich zu sehen. Aber wie schrecklich zu erfahren, dass es nie wieder ein Stanley Parable Spiel geben wird. Hast du gelesen, dass die Entwickler, was die Entwickler gesagt haben, die Integrität der Serie zu wahren? So ein Quatsch. The Stanley Parable ist nicht heilig. Wir müssen es nicht schützen. Zum Teufel mit dem Vermächtnis. Machen wir weiter Stanley Parable. Spiele, bis die Sonne explodiert. Ja, geil. Fahren wir diese Serie voll gegen die Wand, ziehen wir sie durch den Dreck hin und her. Und wenn die Leute es hassen, wen juckt's? Ciao. Das war das Problem des Erzählers. Er war besessen davon, was andere über seine Arbeit dachten. Mach nicht denselben Fehler, klammere dich nicht ans Vermächtnis, lass es brennen. Es ist nicht schwer. Hier, ich zeige es dir. Zusammen machen wir Stanley Parable 3. Das ist ganz leicht. Wir müssen nur die Zahl auf dem Titelbildschirm ändern. Und wir brauchen einen richtig dämlichen Untertitel fürs Spiel. Irgendwas Lautes und Protziges. Na los, kombinieren wir irgendwelche zufälligen Worte zu einem neuen Titel für unser Spiel. Stanley Parable Spiel. Stanley versus Babies. Tödliche, ja. Ich kann nicht, ich kann nur zwei. Tödliche Babys. Wir machen Stanley Parable 3. Tödliche Babys. Stanley Parable 3. Tödliche Babys. Es ist absurd. Ich liebe es. Immer wenn du das Spiel neu startest, erhöhen wir die Zahl der Fortsetzungen um 1 und dann wählen wir einen neuen Untertitel. So wird The Stanley Parable niemals enden. Und im Spiel selbst ändert sich auch nichts, wenn du nur das machst. Neue Inhalte hinzufügen,
hört sich nach Arbeit an. Das ist nicht nötig. Es werden einfach immer dieselben Inhalte sein, immer wieder neu verwertet mit einem neuen Titelbildschirm. Was meinst du? Sollen wir mit diesem Plan weitermachen? Mir gefällt der, aber ich will nicht, aber ich will, dass du mitredest. Machen wir es! Gut, dann ist es entschieden. Eine neue Fortsetzung immer, wenn du das Spiel startest. Und weißt du was? Weil du an meine Idee glaubst, will ich dir auch etwas geben. Weißt du, mir ist aufgefallen, dass der Erzähler nie einen Weg gefunden hat, dir den kaputten Erfolg zu verleihen. Was? Ach, es gab einen. Ah, stimmt, es gab da ein kaputtes Achievement, oder? Natürlich nicht. Ich hätte auch nicht erwartet, dass er wüsste wie. Das hat mich die ganze Zeit geärgert. Bringen wir es in Ordnung. So, das war's. Die Erfolgmaschine ist repariert. Siehst du, ich bin auf deiner Seite. Wir sitzen im selben Boot. Wir werden diese Räder in Bewegung halten. The Stanley Parable kann nicht enden. Es kann sich nur für spiralförmig in sich selbst hineindrehen. Endlos. Ich muss das Rad am Laufen halten. Ich bin bereit. Bist du bereit? Toll, wir müssen nur noch eine letzte Sache machen. Gib die aktuelle Zeit ein. So. So. Bitte. Vielen Dank, viel Spaß mit The Stanley Parable 3. Möp, möp. Epilog. Steht noch was? This is the story of a man named Stanley. Ja, willkommen zu The Stanley Parable 3. Wir fangen da genau an, wo wir mit dem zweiten Teil aufgehört haben. Oh, ich bin so gespannt. Oh, guck mal, sogar der Eimer, an den haben sie auch wieder gedacht. War das Trending schon immer da? Scheiße, wir müssen... Die Tür. Was ist mit der Maschine? Sollen wir den Eimer mitnehmen? Konnten wir da mit dem Eimer... Wir konnten doch nicht mit dem Eimer rein, oder? Wir sind doch noch nicht mit dem Eimer gewesen, oder? What new mysteries lay in store for our bucket-loving heroes today? Let's find out. Oh, new content? What does that mean, new content? Ich will wissen, ob ich das Achievement jetzt kriege. Oder gehen wir erst... and thank you for playing The Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with The Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers.
Das The Spiel hört Stanley nicht auf. Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Wait, Stanley. I've just now realized. That bucket you're holding, it's the bucket I've been working on for my sequel. How did you get your hands on it? Isn't this the preview to the sequel? How do you have the bucket already? This makes no sense at all. Mein Gott. Hold on. Did I already show you my ideas for the sequel? I don't remember doing that at all. You're seeing things all out of order. Spiel, ne? All right, let's see. It's the jump circle. Ist doof. So, gucken wir, ob er was sagt. Also ich habe ja keine. Waren hier ja schon drin. Mit dem Eimer sagt er jetzt auch gar nichts. Infinite hole, the giant door. Did you see them already? Stanley, none of them are ready yet. I'm still developing them. They're not even close to finished. How did they look when you saw them? Were they captivating? Were they exciting? Did they fulfill on the promise of everything that a sequel to Stanley Parable could possibly be? Had I figured out how the hell to make a sequel to this game? Wait, if you're still carrying the bucket around with you, if the bucket is interesting to you, that means I must have made it correctly. Yes, you carrying the bucket with you everywhere is exactly what I set out to accomplish. The bucket is the exciting and captivating new content that I promised. I did it! I win! I made a sequel to the Stanley Parable! Yes, the sign is correct. Thank you for enjoying the new content. Thank you for taking the bucket everywhere with you, clinging tightly to the bucket, never letting it go. It means I've won. It means I am victorious over the gamers. It is a sweet salve of victory on my soul. Thank you for enjoying the new content. The bucket is the Stanley Parable now. They are one and the same. There is no Stanley Parable without the bucket. I win, 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 I win. Oh. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Konnten wir mit dem New Content, das ist das Lange, ne? Das ist das Lange. Wenn ich jetzt da reingehe, dauert es wahrscheinlich sehr lange nochmal. Das war, glaube ich, dieses Müllplatz-Ending oder sowas. Mit den Reviews oder so, soll man da nochmal durchhuschen. Und dann bei den New Content Schild den Eimer mitnehmen. In der nächsten Runde. Aber wenn wir da durchrennen, geht das wahrscheinlich schneller. Letztes Mal sind wir ja sehr langsam gelaufen. Wir können auch einfach da durchhuschen.
einmal ohne Bucket, weil jetzt, ich gehe davon aus, dass wenn ich jetzt da lang gehe, ist es wieder mit Bucket nochmal dasselbe. Aber wenn hier das New Content Schild kommt, da mit dem Bucket nochmal reingehen. Now this, Stanley thought to himself, this is a bucket. And indeed it was. Wir wollen unser Achievement von der Maschine. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Ja, das wissen wir ja. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Here we are. Go on, try out some of the new features. Wait, there are 2 buckets here. How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Stanley! Oh, thank God, I didn't lose you. Stanley, the power of 2 buckets was too much. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you, but I couldn't take the risk. I hope one day you can forgive me. Wo war denn... Wie kommen wir denn... Wie kommen wir denn zu der Achievement-Maschine? Wo war denn hier... Gab's denn nicht irgendwo einen Plan oder sowas? Da... Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. As you can see, the machine is not working yet since... Testerrungenschaft. Bitte What the hell is ignorieren. going on? You got the achievement?
Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Is someone here? Are we being watched? Ich habe Achievement Oh, gekriegt. God. Composure, composure. Yes, as you can see, the machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable 2. Breathe. Just breathe. Ja, wir haben das Achievement, oder ich habe das Achievement gerade gekriegt. Schön. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ich glaube, jetzt sind wir wieder im... Nochmal den Merch angucken. Merch? Zufrieden? Da habe ich etwas ungehalten, aber du fandst so witzig, du wolltest ein T-Shirt haben. Und ich glaube, du wolltest das T-Shirt haben mit I saw the new content. Ich der Meinung. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer Sind wir den is that Eimer they want to be natürlich los, ne? individually recognized and validated as people. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Jim. See, if you'd only played along, Jim. that would have been Jim. your name Jim. the button Jim. says. But no. Jim. Jim. Instead, Jim. I Jim. can't even think about it. I'm taking the Jim button away. Jim. 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 Schade. Aber ich gehe mal davon... Ich weiß nicht, dass das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob... Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable 2. They would appreciate what I've created here. Guck mal, der Epilog ging gab's wirklich. Wollen wir für heute erstmal Schluss machen? Ich glaube, es ist erstmal gut. Ich glaube, es ist erstmal gut. 8. Was? Achso. Ich glaube, es ist erstmal gut soweit. Ja.
Alles andere hätten wir, glaube ich, vielleicht nochmal mit dem Eimer probieren können, aber da bin ich mir jetzt unsicher, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Irgendein sehr niedrig aufgelöstes Stück Papier. Überall fast dasselbe. Ja. Und eine 2. Die ist abgefallen. Da ist abgefallen. Guck mal da, das ist die. Mit der 8 auf. Ja. Gehen wir erstmal. The sequel is now paused. Sind wir nicht schon im 3. Teil? Ja, genau. Nöt, nöt. Ich will nur mal gucken, ob ich jetzt, wenn ich es wieder anstelle, wirklich ob wir dann beim 4. Teil sind. Und dann ist es wirklich Schluss. Komme ich schon auf Stanley Parabel 8? Ja, ja, aber nicht heute. Das gefällt mir so gut. 10. Seite soll besonders gut sein. Ja, ja. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Ja, die hat sich echt gelohnt, ja. Wenn ich auf Spielbeginn mache, sind wir immer noch beim normalen New Content, ne? Und nicht beim New Content. Vor allem, ich dachte heute, wir spielen mal ein Stündchen noch, ne? Und dann haben wir alles erkundigt. Ne, hier ist der New Content immer noch. Okay, das führt aber, glaube ich, zu weit. Dann, mit Stanley Parabel 4 verabschiede ich mich dann erstmal.